Bei diesem Vorfall in Russland fordert die Polizei den Fahrer eines Lada Priora, den sie als verdächtig einstuft, auf, rechts anzuhalten. Anstatt anzuhalten, gibt der Fahrer Gas und aus der routinemäßigen Polizeikontrolle wird plötzlich eine actionreiche Verfolgungsjagd. Право прижаться, остановиться, водитель Приоры. Говорите по Октябрьскому сторону партизан. Прошли партизаны в сторону Чкалова. Право прижимаемся, останавливаемся. Подъезжаем из Чкалова. По Октябрьскому. Der immer schneller werdende Fahrer stellt eine Gefahr für andere Fahrzeuge dar. Die Polizeikräfte, die über Funk miteinander kommunizieren, beginnen, einen Plan zu schmieden, um den Fahrer zu stellen. Останавливаемся, водитель Приоры. Прошли Печорскую прямо, далее двигаемся по Октябрьскому сторону. Водитель Приоры, останавливаемся. Слушай, где они сейчас? Я уже шипы готовлю. По трассе идут, по трассе пока на тебя идут. Выходи. Двигаемся по Октябрьскому сторону. Отойди, водитель Приоры, останавливаемся! Вы говорите, где вы едете? По Октябрьскому сторону до участка. Der Fahrer, der auf den Grünstreifen am Straßenrand fährt, sich zwischen den Fahrzeugen hindurchschlängelt und auf die Gegenfahrbahn wechselt, um auf entgegenkommende Fahrzeuge zuzusteuern, stellt nun eine ernsthafte Gefahr für die Zivilbevölkerung dar.
Die Hintertür des alten Fahrzeugs öffnete sich ständig. Das Fahrzeug setzte seine Flucht auf diese Weise fort. Es sah so aus, als würde jemand aus der offenen Tür schießen. Die Polizisten setzten jedoch die Verfolgung fort. Kurz darauf wurde klar, warum sich die Tür öffnete. Vermutlich versuchte eine Frau, die entführt worden war oder mit der Flucht nicht einverstanden war, aus dem Wagen zu steigen. Doch bei dieser Geschwindigkeit schien es schwierig, aus einem fahrenden Fahrzeug auszusteigen. Что ты тормозишь? Бегать придется. Снимай ремень, я снял. Ты сказал гонять? Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben und Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Wir sind jede Woche mit 2 neuen Videos und detaillierten Polizeiberichten für Sie da. Пусть напарник 742 выйдет, тихо едет все равно. Der Fahrer bog auf einen holprigen Feldweg ab und versuchte auch hier sein Glück bei der Flucht. Als Grund für die Flucht wird vermutet, dass er das Fahrzeug ohne Papiere fuhr oder versuchte, sich vor einer strafrechtlichen Verfolgung zu drücken. Я слышу, это уже движение великого наверное, по этому городу. Скорее всего, в Чевью пойдет. Вот здесь просто выходите, получается, в пространство объездное. Все, сопротивления не было. Движуха нормально. Ну все. Все, пошли в Чевью, в сторону объездной. Als der Fahrer wieder auf die Autobahn fuhr, verlor er in einem Abschnitt die Kontrolle und prallte gegen ein Polizeifahrzeug. Dies erhöhte die Spannung der Verfolgungsjagd noch weiter. Da die Dashcam-Aufnahmen unvollständig ausgestrahlt wurden, ist der Moment des Aufpralls nicht klar zu erkennen. М47, давай сюда, езжай тоже. Право прижимаемся, останавливаемся.
Nachdem er die Autobahn verlassen hatte und in ein Wohngebiet gefahren war, stellte der Fahrer auch dort weiterhin eine Gefahr dar. Die Person, die versuchte, aus der Hintertür auszusteigen, versuchte erneut ihr Glück. Der Fahrer, der wieder auf unbefestigte Straßen abbog, machte kurz darauf einen Fehler und wurde gestellt. За водителем. Понял? Der Fahrer verlor auf dem Feldweg die Kontrolle, kam von der Straße ab und landete in einem angrenzenden Feld, wobei sich das Fahrzeug überschlug. Der Verdächtige sah sich aufgrund der Beschädigung von öffentlichem Eigentum sowie schwerwiegender Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung einem ernsthaften Strafverfahren und einem Rechtsstreit gegenüber. Es begann damit, dass Verkehrspolizisten der Polizei von Durham den ins Gefängnis zurückbeordert wordenen, aber flüchtigen Carl Blower in einem roten VW Golf entdeckten. Die Polizisten forderten ihn auf, anzuhalten, doch der Golf schaltete einen Gang zurück und setzte zur Flucht an. His contact floor on the corners is towards heavy. It is high risk returns to low risk. Have you got a stinger on board 373? Yeah, that's lovely. We'll try and feed him 167. Der Golf setzte seine Flucht mit einer Geschwindigkeit von etwa 145 Kilometer pro Stunde fort. Die koordiniert vorgehenden Polizeibeamten informierten sich gegenseitig. Ein Motorradpolizist positionierte sich an einer Stelle auf der Straße. Sein Ziel war es, die Reifen des Fahrzeugs zu zerstören. Yeah, let's just try and feed him that way. Yeah, we are taking the third, which is the A167 northbound, keeping the first junction to Chiltern or offside. Can you just stop there? Stop there. Stop there. Near side bends. Just confirm your Stinger's 167 north of Chiltern, yeah? At Ferry Hill, just as you come into the third. In den USA ergreifen die Verfolgung aufnehmenden Polizeibeamten in der Regel eigenmächtig Maßnahmen. In Ländern wie Deutschland oder Großbritannien hingegen versuchen die Polizisten, den Fahrer durch koordiniertes Vorgehen zu stoppen. Wenn Sie alle von uns veröffentlichten Videos und deren Schlusssequenzen berücksichtigen, was erscheint Ihnen sinnvoller? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. That's great. It's a medium risk overtake. Speed 90, returns to low risk. Speed on approach is going to be 90. It's back down to low risk. We're entering the 40. Ein Motorradpolizist stellte die sogenannte Stinger-Nagelfalle auf und versteckte sich. Als der rote Golf vorbeifuhr, löste er die Falle aus und schaffte es, die Reifen zu zerstören. Dies war ein Wendepunkt in der Verfolgungsjagd. Dean Road, it's a right. I'm not sure whether yesterday has been a successful sting.
definitely got rear offsides. The speed is 60. Again, road towards Ferry Hill Station. Yeah, that's received. Negotiates the mini roundabout at medium risk at Dean Park, returns to low risk on approach to further roundabout for Ferry Hill Station. It's heavy braking. And at that roundabout takes the first, this is towards Ferry Hill Marketplace. Vehicle is slowing, does have definitely rear offside puncture. This is now Broom Road towards Ferry Hill Marketplace. It's potentially going to be a decamp down here. We are the rear of Raby Road. Der Verdächtige, dessen Reifen geplatzt waren, versuchte zwar noch eine Weile auf den Felgen weiterzufahren, musste aber schließlich in einer Seitenstraße der Dean Road anhalten. Karl Blower wurde wegen gefährlichen Fahrens, Flucht vor der Polizei, Fahrens ohne Führerschein und Fahrens ohne Versicherung festgenommen und erneut ins Gefängnis gebracht. Wir werden nun sehen, wie ein Wohnmobil, das vor der Polizei zu fliehen versuchte, zu einem fahrenden Wrack wurde. Alles begann damit, dass die Polizei ein riesiges Wohnmobil anhalten wollte, das verdächtige Manöver zeigte. Der Fahrer, der der Aufforderung »Halt!« der Polizei nicht Folge leistete, trat trotz der gewaltigen Masse des Fahrzeugs aufs Gaspedal und löste damit eine gefährliche Verfolgungsjagd aus. Auf den Dashcam-Aufnahmen ist deutlich zu sehen, wie der Wohnwagen unkontrolliert über die Autobahn schlingert und bereits in den ersten Sekunden der Verfolgung außer Kontrolle gerät. Left side is completely flat. Yeah, left side. Continue on south on Power District 37. Yeah, this truck is semi. Der Wohnwagen setzte seine Flucht mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 Kilometer pro Stunde fort. Eine ganze Armee von Polizisten jagte ihm hinterher. Es war wie eine Filmszene. Negative. Spikes were not successful. Okay. Team 24, you're going to try to get up front again? Right, we need to go on traffic soon. Yeah, so let me try to get back up front since I have cruiser damage already. Over your here, so save your cars. We can use them, get the dog ready. He's not get stuck here. He doesn't want to go after this. Yards are back in the fences. And they can through back on the high tower drive. I thought you did stuck there. He did not. Come back on high tower. Back there, 15.1. We're on high power and Olean. They're all EA here. Let me out in front. Okay, clear board, you hit him. Right, I'm coming around now. Let's hit him right here.
Als ein Polizeibeamter eine TVI-Maßnahme durchführen wollte, ergab sich ein noch interessanteres Bild. In dem Moment, als das Polizeifahrzeug den Wohnwagen berührte, brach ein Teil vom Heck des Wohnwagens ab. Dieses Teil war keineswegs klein. Be ready. Right here, something. He's not gonna go anywhere. Send that dog. Nachdem der Wohnwagen in den Garten eines Hauses gerast war, bog er in ein Waldstück ab, um dort wieder herauszukommen, blieb dort jedoch stecken. Polizeikräfte umzingelten das Fahrzeug, setzten den Verdächtigen innerhalb kurzer Zeit außer Gefecht und nahmen ihn fest. Der Verdächtige wurde wegen schwerer Vorwürfe wie Flucht vor der Polizei, Gefährdung der Verkehrssicherheit und Sachbeschädigung vor Gericht gestellt. Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle verwandelte sich in den ruhigen Straßen von Milwaukee County innerhalb von Sekunden in eine adrenalingeladene Verfolgungsjagd. Ein Polizeibeamter wollte einen roten Toyota Matrix anhalten, den er für verdächtig hielt. Der Fahrer hielt nicht an und gab Gas. Anstatt an der ersten Kreuzung anzuhalten, überfuhr er mit hoher Geschwindigkeit die Ampel und verschärfte damit den Stress der Verfolgungsjagd. Der Toyota-Fahrer, der während der Verfolgungsjagd eine Geschwindigkeit von etwa 112 Kilometer pro Stunde erreichte, versuchte der Polizei zu entkommen, indem er unkontrolliert durch den Parkplatz einer Bank und eines Gesundheitszentrums raste. Dies stellte eine ernsthafte Gefahr für Zivilisten dar.
Eine Anmerkung aus Deutschland. In deutschen Ortschaften wird eine Verfolgungsjagd bei solchen Geschwindigkeiten als Nötigung und als schwerwiegender Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit gewertet. Es ist Standardverfahren der deutschen Polizei, in solchen Fällen in 30er- oder 50er-Zonen Hubschrauberunterstützung anzufordern und die Straße von vorne abzusperren. Wie bereits erwähnt, ziehen es die Polizisten in den USA jedoch vor, auf eigene Initiative zu handeln. Hinter der entschlossenen Flucht des Verdächtigen vermutet man wahrscheinlich verbotene Substanzen im Fahrzeug oder den Versuch, sich einer laufenden strafrechtlichen Ermittlung zu entziehen. Da der Fahrer wusste, was ihm bei einer Festnahme drohte, setzte er seine Flucht fort, indem er alle Regeln missachtete und in die falsche Richtung fuhr. Als der Fahrer erkannte, dass er nicht mehr weiterfliehen konnte, hielt er an, als er die Polizisten sah, die auf der Gegenfahrbahn auf ihn warteten, und ergab sich ohne Widerstand. Der Fahrer wurde wegen gefährlichen Fahrens, Flucht vor der Polizei und schwerwiegender Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vor Gericht gestellt. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen, um weitere Videos zu sehen.